Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video lernst du den Unterschied zwischen weil, da und obwohl. Diese Konnektoren sind sehr wichtig, wenn du Gründe oder Gegensätze ausdrücken möchtest. Ich erkläre dir die Regeln und gebe dir viele Beispiele, damit du sie im Alltag richtig verwenden kannst. Weil verbindet den Grund direkt mit der Folge in einem einzigen Satz, wobei das Verb am Ende des Satzes steht. Sie hat Rückenschmerzen. Es ist ein Grund. Und die Folge. Maria geht zum Arzt. Also, wie bilden wir dann einen Satz mit weil? Maria geht zum Arzt, weil sie Rückenschmerzen hat. Maria geht zum Arzt, weil sie Rückenschmerzen hat. Hier steht das Subjekt sie nach der Konjunktion und das Verb steht am Ende des Satzes. Und achtet wieder darauf, dass das Verb im Hauptsatz an zweiter Stelle steht. Beispiele: Warum hast du den Rasen nicht gemäht? Warum hast du den Rasen nicht gemäht? Ich konnte den Rasen nicht mähen, weil der Rasenmäher kaputt gegangen ist. Ich konnte den Rasen nicht mähen, weil der Rasenmäher kaputt gegangen ist. Weshalb bist du nicht in die Schule gegangen? Weshalb bist du nicht in die Schule gegangen? Ich bin heute nicht in die Schule gegangen, weil ich starke Kopfschmerzen hatte. Ich bin heute nicht in die Schule gegangen, weil ich starke Kopfschmerzen hatte. Weswegen weint das kleine Mädchen? Weswegen weint das kleine Mädchen? Es weint, weil es Angst vor dem großen Hund hat. Es weint, weil es Angst vor dem großen Hund hat. Wieso freut sie sich so? Wieso freut sie sich so? Sie freut sich so, weil sie eine wichtige Prüfung bestanden hat. Sie freut sich so, weil sie eine wichtige Prüfung bestanden hat. Aus welchem Grund hat er das Feuer angezündet? Aus welchem Grund hat er das Feuer angezündet? Er hat das Feuer angezündet, weil er neugierig war. Er hat das Feuer angezündet, weil er neugierig war. Hallo, Anna. Wie geht es dir? Oh, es geht. Was ist denn los? Ich muss morgen ins Krankenhaus. Oh, das tut mir leid. Ich hoffe, du hast nichts Schlimmes. Naja, es ist mein Fuß. Ich kann nicht mehr richtig laufen und habe oft Schmerzen. Die Operation ist am Donnerstag. Hast du Angst? Ja, schon. Der Arzt sagt, das ist keine große Sache. Ich mache mir Sorgen. Ja, das verstehe ich gut. Weißt du, ich gehe ja wirklich gerne wandern und joggen. Ich glaube, du kannst dem Arzt vertrauen. Bestimmt ist bald alles wieder in Ordnung.
Anna hat Angst, weil sie oft Schmerzen hat. Anna hat Angst, weil sie oft Schmerzen hat. Anna hat Angst, weil sie ins Krankenhaus gehen muss. Anna hat Angst, weil sie ins Krankenhaus gehen muss. Anna hat Angst, weil sie eine Operation haben wird. Anna hat Angst, weil sie eine Operation haben wird. Weil ist eine Konjunktion, die einen Nebensatz einleitet. Im Nebensatz steht das Verb am Ende. Hallo liebe Deutschlerner! Willkommen zu einem neuen spannenden Video. Heute sprechen wir über das Wort da, ein kleines Wort mit vielen Bedeutungen. Wann benutzt man da für Orte, Zeit oder als Konjunktion? Und was bedeutet, da haben wir aber Glück gehabt? Keine Sorge, ich erkläre es euch mit vielen Beispielen. Also bleibt dran und lasst uns gemeinsam lernen. Alle Bedeutungen von da mit Übersetzungen. Das Wort da wird im Deutschen sehr häufig verwendet und hat je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen. Hier sind die wichtigsten Verwendungen mit Beispielen und Übersetzungen. 1. Da als Ortsangabe, Adverb für einen Ort. Bedeutung: Da wird verwendet, um auf einen bestimmten Ort hinzuweisen oder die Frage wo, wohin zu beantworten. Beispiele: Ich wohne da. Ich wohne da. Bleib da stehen. Bleib da stehen. Schau mal, da ist dein Freund. Schau mal, da ist dein Freund. Ich war noch nie da. Ich war noch nie da. Hinweis: Wenn du auf einen weiter entfernten Ort hinweisen möchtest, kannst du statt da auch dort verwenden. Ich war da. Ich war dort. Da als Zeitangabe, Adverb für eine Zeit. Bedeutung: Da kann sich auf einen bestimmten Moment in der Vergangenheit oder Zukunft beziehen. Beispiele: Ich war da noch ein Kind. Ich war da noch ein Kind. Da begann der Regen. Da begann der Regen. Ich habe dich da zum ersten Mal gesehen. Ich habe dich da zum ersten Mal gesehen. 3. Da als Konjunktion mit der Bedeutung weil, Grund, Ursache. Bedeutung: Da kann als Konjunktion weil ersetzen und bedeutet weil. Es steht meist am Satzanfang. Beispiele: Da es regnet, bleiben wir zu Hause. Da es regnet, bleiben wir zu Hause. Da ich müde bin, gehe ich schlafen.
Da ich müde bin, gehe ich schlafen. Da er krank war, konnte er nicht kommen. Da er krank war, konnte er nicht kommen. Hinweis. Da kann durch weil ersetzt werden, aber weil steht nach dem Hauptsatz, während da am Satzanfang steht. Ich bleibe zu Hause, weil es regnet. Da es regnet, bleibe ich zu Hause. 4. Da mit dem Verb sein zur Anwesenheitsangabe, Existenz, Anwesenheit. Bedeutung, da zeigt an, dass eine Person oder eine Sache an einem bestimmten Ort existiert. Beispiele. Ist dein Bruder da? Ist dein Bruder da? Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Der Chef ist gerade nicht da. Der Chef ist gerade nicht da. Hinweis. Man kann mit da nach einer Person fragen, ohne einen bestimmten Ort zu nennen. Ist Peter da? Ist Peter hier? 5. Da als Füllwort, Füllwort ohne spezielle Bedeutung. Bedeutung. Manchmal wird da einfach als Verstärkung oder Füllwort ohne eine klare Bedeutung verwendet. Beispiele. Da haben wir aber Glück gehabt. Da haben wir aber Glück gehabt. Was ist da los? Was ist da los? Da kannst du nichts machen. Da kannst du nichts machen. Zusammenfassung der Bedeutungen von da. Verwendung von da. Beispiele. Ort, wo? Ich war da. Zeit, wann? Da begann der Regen. Grund, weil. Da ich müde bin, gehe ich schlafen. Existenz, Anwesenheit. Der Chef ist nicht da. Füllwort, ohne Bedeutung. Da haben wir aber Glück gehabt. Tipps zum Lernen von da. Übe Sätze mit da in verschiedenen Kontexten, um zu verstehen, wie sich die Bedeutung ändert. Beobachte, wann da als Adverb, Orts, Zeitangabe und wann als Konjunktion, weil, verwendet wird. Versuche, da durch weil oder dort zu ersetzen, um den Unterschied im Sinn zu erkennen. 1. Obwohl. Obwohl ist eine Konjunktion, die zwei Sätze verbindet, um einen Widerspruch in den Gedanken oder Ereignissen auszudrücken. Wenn wir obwohl verwenden, zeigen wir, dass das Hauptgeschehen passiert, obwohl ein Grund vorhanden ist, der es eigentlich verhindern könnte. Satzstruktur. Mit obwohl haben wir zwei Sätze.
Hauptsatz, die Hauptaussage enthält das Hauptereignis. Nebensatz, Widerspruch beginnt mit obwohl und drückt eine Idee oder ein Ereignis aus, das im Gegensatz zur Hauptaussage steht. Im Nebensatz mit obwohl steht das Verb immer am Ende, während das Verb im Hauptsatz seine übliche Position behält. Regeln. Wenn der Nebensatz zuerst kommt, steht obwohl am Anfang, trennen wir die Sätze mit einem Komma. Beispiel: Obwohl es kalt ist, geht sie schwimmen. Obwohl es kalt ist, geht sie schwimmen. Wenn der Hauptsatz zuerst kommt, wird ein Komma vor dem Nebensatz gesetzt. Beispiel: Sie geht schwimmen, obwohl es kalt ist. Sie geht schwimmen, obwohl es kalt ist. Obwohl er viel zu tun hat, hilft er mir. Obwohl er viel zu tun hat, hilft er mir. Sie lacht, obwohl sie traurig ist. Sie lacht, obwohl sie traurig ist. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut. Zusätzliche Hinweise. Obwohl wird oft verwendet, um eine Herausforderung oder Widerstand gegen eine bestimmte Situation auszudrücken und zeigt oft den Wunsch, etwas trotz Schwierigkeiten fortzusetzen. Die Satzstruktur mit obwohl ist flexibel, jedoch muss das Verb immer am Ende des Nebensatzes stehen. Das war's für heute. Jetzt kennst du den Unterschied zwischen weil, da und obwohl. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir bitte einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal für mehr Deutschvideos. Schreib mir in die Kommentare, wenn du Fragen hast oder Beispiele teilen möchtest. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.